Willkommen zu einem Flötenspieler-Interview. Heute am 14.11. Ich sitze hier mit Steffi. Steffi, wo sind wir? Wir sind an der Hohenzollernbrücke in Köln am Rhein. Wen hast du mitgebracht? Das ist die Maya, mein kleiner Hund. Die ist jetzt 6 Monate und eine treue Begleitung. Begleitet dich wie lange schon? Seit 2 Wochen. Und hat sich gut eingelebt bei dir? Auf jeden Fall, wir haben uns direkt überlappen. Wo bist du aufgewachsen? In Köln? Ich bin in Köln-Porz groß geworden, bin dort auch zur Schule gegangen, lange Jahre. Bin dann mit 18 nachher rüber zurück in mein eigenes Apartment. Ja. Und dort habe ich dann. Wo bist du da zur Schule gegangen? Was war das für eine Schule? Ich bin in Porz auf die Hauptschule gegangen, habe dort auch meinen Hauptschulabschluss gemacht. Ja, und sollte dann eigentlich eine Ausbildung anfangen als Sozialhelferin. Habe die aber leider abbrechen müssen aus gesundheitlichen Gründen, weil ich dann lange Zeit im Krankenhaus lag und meinem Fuß und operiert worden bin. Und ja, das Pech war immer so auf meine Seite. Also du hast die Ausbildung angefangen? Und dann leider abgebrochen. Ja. Und Wiedereinstieg? Wiedereinstieg habe ich versucht, aber das hat nicht funktioniert. Und du bist dann mit deinem ersten eigenen Auszubildendengehalt in eigene Wohnung gezogen? Nee, ich habe ja die Ausbildung dann abgebrochen und ich habe quasi von der Jugendhilfe Geld bekommen und habe die Wohnung dann auch von der Jugendhilfe finanziert bekommen und danach im Jobcenter überlaufen. Ja. Und darüber wurde halt immer meine Wohnung finanziert. Wie war die Wohnung? Die war 21 Quadratmeter groß, ein Einzimmer-Apartment mit Kochküche. Nicht sehr groß, 328 € habe ich damals bezahlt. Warm? Ja. Es geht eigentlich noch, aber für Einzimmer ist schon viel. War damals auch schon stolz auf dich? Ja. Was ist da passiert? Dann habe ich auf einmal halt wegen dieser psychischen Geschichte, einfach weil ich halt in der depressiven Phase war, ich war in einem Loch, ich habe lange keine Miete mehr bezahlt in dieser Wohnung. Ja, und bin dann halt aus dieser Wohnung von meinem Vermieter rausgeklagt worden. Also das ging über längere Zeit, diese Klage. Und ich verstehe das auch alles, dass der mich da unbedingt rausgeholt hat. Ich habe halt gesagt, ich habe auf nichts reagiert, auf keine Briefe, auf keine Mahnung, auf jegliche Anrufe von diesem Mann, auf gar nichts. Und ja, dann hat er mich rausgeklagt. Und ich musste dann am 2. Februar 2016 die Wohnung räumen und bin dann auch da raus. Das hast du dir genau gemerkt? Ja, also das weiß ich bis heute. Das vergesse ich nicht. Wie war der Tag? Schlimm. Weil ich bin in die Wohnung rein, ich habe einfach nur mit einem Kumpel, der das damals auch leider nicht gerne gemacht hat und das war dann noch schwieriger, dann nur die wichtigsten Sachen gepackt und daraus so viele Fotos von meinen Eltern, viele Sachen einfach so, und meine Mutter ist halt leider auch tot, viele Sachen, die einfach nicht wiederbringbar sind. Das begleitet mich auch bis heute, das macht mich auch traurig, dass ich einfach da nicht vorher gehandelt habe. Und die Sachen sind weg? Die Sachen sind immer weg. Also da ist auch nichts irgendwie, dass man da dran kommt. Also die sind entrümpelt worden, entsorgt worden und bei den nächsten Müll und so. Wie ging der Tag für dich weiter? Der Tag ging so für mich weiter, ich bin dann zu diesem besagten Freund gefahren, habe dann da meine Sachen unterstellen können, Gott sei Dank. Ja, das war es eigentlich dann auch schon. Dann war für mich das Thema eher beendet. Ich bin so eine Verdrängerin, so eine Kopf in den Sand steckerin, die das dann auch gerne wegtut. So, anstatt vielleicht, wie gesagt, hätte ich mich darum gekümmert, ich wahrscheinlich auch noch meine Sachen abgeben. Nur das ist für mich, war für mich nicht der Moment. Dann hast du bei einem Freund übernachtet? Dann habe ich erst eine Zeit lang bei einem Freund übernachtet, dann habe ich mir Notschlafstellen organisiert, halt abends schlafen kannst, tagsüber raus musst, morgens um 10 musst du halt gut raus, in Kraftwerk zum Beispiel, im SKF. Da musst du morgens um 10 Uhr aus dem Haus raus sein, darfst abends um 20 Uhr halt wieder ins Haus rein. So, in der Zwischenzeit musst du selber gucken, wie du dir den Alltag gestaltest und du musst halt nicht auf die Schiene antworten. So, das ist halt auch schwierig. Die Notunterkünfte. Schreib mal, wie viele Kids da in Köln sind die getrennt für Männer und Frauen? Ja, hast du da ein festes Netz? Ja, es gibt einmal das SKF, das ist halt für Frauen, das ist der Sozialkatholische Frauen e.V.
gibt es dasselbe nochmal, weil viele werden sich fragen, warum SKF, SKF hört man kaum. SKM gibt es dann auch noch, das ist für Männer, rein für Männer. SKF ist rein für Frauen. So, aber halt nur tagsüber musst du draußen bleiben. Das ist im Winter katastrophal. Ich habe das durchgemacht letztes Jahr. Und das ist wirklich der reinste Horror. Ich saß dann im Ikea für 50 Cent da Kaffee trinken können, wie viel ich kann quasi. Aber das ist auch nicht das Leben. Aber am Heiligabend bin ich mit der 18 Richtung von 1 Stunde hin, 1 Stunde zurück, damit ich die Zeit irgendwie gefüllt bekomme. Immer hin und her gefahren. Weil es ist draußen so kalt war und Weihnachten ja alles zu. Ne? Und so. Und das ist unmenschlich einfach. Was man einfach auch machen muss, eine Schlafstelle so. Ja, und die Windhilfe, da sind die Männer halt zusammen mit den Frauen in dieser Schlafstelle, nicht in den Schlafsälen. Die Schlafsäle sind voneinander getrennt. Da ist man 20 Frauen im Schlafsaal. Aber dort wird man halt massiv angemacht in den Gemeinschaftsräumen und teilweise auch, da ist auch notwendig, dass dort Security im Haus ist, einfach ein Schutz der Frauenteile. Und alle finden's scheiße, aber alle machen sie mit. Und alle finden's scheiße, aber alle machen sie mit. Und dann gibt es noch das Elisabeth-Frei-Haus, Zollstock für Frauen. Das ist aber auch, das ist nur für 3 Tage. Für 3 Nächte und 3 Tage. Notschlag. Okay, morgens um 10 raus. Ja. Dann hältst du dich auf bis abends 20 Uhr, Ja. kommst dahin, bist dann sicher, dass du einen Platz bekommst? Ja, also wenn du den ersten Tag da warst, halt, dann hast du für 4 Wochen einen Platz sicher. Garantiert. Ja. Ja. Wenn die dir da sagen, die haben für 4 Wochen einen Platz frei, dann kriegst du den Platz. Was ist mit deinen Sachen? Meine Sachen, ja, die Sachen, die ich bei mir trage, halt, das sind halt so die wichtigsten Sachen. So, dann kannst du hier im Gulliver zum Beispiel ein Schließfach organisieren, das ist aber auch nur für einen Monat, dann musst du es für eine Woche wieder frei machen. Also es sind immer irgendwo Lücken, ja, wo du gucken musst, wo deine Sachen mit deinem Schlaf irgendwie sind irgendwo immer Lücken. Weil da musst du wieder eine Woche dein Schließfach frei machen, bevor du halt wieder ein Schließfach haben kannst. Und auch das auch nur, wenn ein anderer das Schließfach nicht wollte. Also das ist die Arschkarte. Das heißt, die Kapazitäten reichen nicht. Kapazitäten reichen absolut nicht und keine Ahnung, es fällt, kommt nur mehr, heute ist wieder Bus mit Leuten. Ich frage mich, was die machen, die Menschen läuft. Was ist der Bus? Alle im Gulliver angekommen. Alle im Gulliver angekommen, die kommen alle so da hoch und ich denke mir, boah, und es wird im Winter auch wieder sau voll da werden. Das ist halt, man sieht es, die Leute wissen nicht wohin. Das ist einfach so. Außer wo im Gulliver oder so. Du hast ja irgendwann den Unterkünften in den Rücken gedreht. Ja. Hast ja eben gesagt, Bin dann irgendwann ganz teilweise angemacht. Ja, Cloud, ich habe seitdem kein Handy mehr. Ja, ich hatte alles. Ich bin auch nicht so, dass ich für Alkohol, weil ich trinke gar keinen Alkohol, ich trinke keine Drogen. Das Einzige, was ich mache, ist minimal. Ich brauche nicht, bin ehrlich. Das war es aber auch. So. Und dafür, ich muss meine Sachen nicht versetzen oder so. Und mir wurde wirklich alles geklaut. Mein Handy, mein iPhone, mein das. Wirklich. Unterm Kopf weggeklaut und so. Und das ist hart. Gibt es da eine Solidarität, die auch dafür das meinst? Das Einzige. Man kann keinen Druck. Weil die Leute, die dir sagen, bei uns ist es sicher, hier brauchst du keinen, und gerade da fällt man richtig. Also gerade da. Meine ganzen Sachen, die ich irgendwo gelagert habe, sind auch weg mittlerweile. Ja, ich habe wirklich nur das, was in meinem Zelt liegt und das, was ich hier bei mir trage. Also ja, das ist schlimm. Wirklich schlimm. Ja. Mir wurde hier in Gulliver die dreckige Wäsche geklaut. Wo ich als normaler Mensch da stehe und ich frage mich echt, wo weil die dreckige Wäsche, so Stinksocken, Stinkhundteppich und sowas. Das gibt's gar nicht. Ja. So. Es war aber nicht so, dass es jetzt jemand für dich gewaschen hat und wieder sauber Nee, Mann, ich habe hat. meine dreckige Wäsche dann hier im Tunnel verteilt gefunden. Da hat jemand was drin gesucht. Ja, mein Freund hat dann mir nachher gesagt, nee, die Wäsche, hier, komm mal mit. Der hat mir dann wirklich gezeigt, weil der das kennt schon von mir. Schon echt. Ja. Und dann war ich letztes Jahr so schlimm krank auch. Das ist auch noch sowas, da war ich so schlimm erkältet und hatte die Bronchien und schon fast eine Lungenentzündung. Und die haben mich trotzdem weiter rausgeschickt, weil ich nicht Drogen dafür nicht bin. Also es gibt eine Krankenstation hier in Köln für Kranke, wenn Obdachlose krank sind, gibt es eine Krankenstation im Café Victoria. Und da kannst du aber leider nur rein.
Oh, natürlich nicht. Das heißt, du musst erst anfangen zu drücken, du musst erst anfangen zu rauchen irgendwas oder zu drücken, zu spritzen, damit du hier hilfst. Und das finde ich krass. Also, Wohnungsamt hilft ja auch irgendwo bei, eine Wohnung zu suchen, zu finden. Musst du alles selber, die Gelder sind da, aber sie finden. Ja, aber das finden wir. Berichte mal, wie das Wohnungsamt aussieht. Aber du hattest mir gesagt, wie viel Wohngeld man theoretisch bekommt, ja, also aber im praktischen Fall funktioniert es nicht. Das Geld kommt ja nicht. Nee, also es stehen einem zur Verfügung halt, pro Person darf man, glaube ich, ungefähr 55 Quadratmeter oder 50, 55 so, das war irgendwann mit 50, weiß ich noch, aber zu 1000% 522 Euro bekommt man für die Miete warm und es ist aber einfach nicht bringbar, weil entweder hast du dann wieder einen Schufa-Eintrag wie ich, unter Räumungsklage, das stört dann, aber dass du vielleicht jetzt was ändern möchtest, und so, das sieht keiner. Dass du mal was falsch gemacht hast, ja, das ist wie bei einem Straftäter. Ja, ein Vergewaltiger bleibt immer ein Vergewaltiger. Ja, aber ich habe einen Fehler gemacht, ich weiß, ich sehe diesen Fehler, aber mich deswegen zu bestrafen, dass ich Geld habe, finde ich unfair. Und entweder passt dann, wie gesagt, der Schufa-Eintrag nicht, dann passt das mit dem Schufa-Eintrag vielleicht doch, dann passt es mit den Hunden wieder nicht, dass wir Hunde haben. Aber unsere Hunde, erstens, sie bellt vielleicht manchmal, sie ist eher der Wirbelwindreflekt, der Große, aber der Große ist dann das Problem. So. Ja, einfach weil er groß ist. Ja, einfach weil er groß ist, der bellt nicht mal. Also das Bälle nicht mal. Also das ist Wahnsinn, ne? Aber man hört dann, ja, der Große, der würde ja so viel ich habe so einmal in meinem ganzen Leben bellen. Und, oder die hören, du bist ORB gemeldet oder sehen das auf deinem Personalausweis. Sag nochmal ORB. Ja. ORB ist ohne festen Wohnsitz. Das heißt halt, dass du offiziell gemeldet bist in Köln. Und wenn die das sehen, dann ist das Wohnung der Stadt? Wohnung der Stadt, ja, aber die musst du auch selber finden. Das ist ganz komisch. Also das wird nicht vermittelt? Nein, nicht mehr, gar nicht mehr. Sagen, nein. 600 Flüchtlingsfälle sind vor mir. Das habe ich gesagt. Ah, ja. Vor mir geholfen würden werden 600 Flüchtlingsfälle. Und ich finde echt, ich bin null in diese Richtung Nazi oder rechts, bin ich null. Wie gesagt, mein Freund, der kommt aus der Slowakei. Meine Neffen sind halt türkisch. Mein halber Freundeskreis ist schwarz. Und, aber bevor man hier einfach mehr Scheiße reinholt, erstmal die Leute, die hier sind, egal ob Deutsche, Afrikaner, ob Zigeuner, aber die Leute, die hier sind, ja, integriert und macht erstmal für diese Leute, bevor ihr noch mehr Scheiße holt. Ja, weil die da mir einfach, ich weiß, ich kenne die ganze Politik, ich mache mir da auch mehr Gedanken drüber und so. Bei mir ist da einfach dieser Schluss gekommen, wie soll ich sagen, jemand mit ihr Geld, viel mehr Geld. Also die Leute, die hier Deutsch sprechen. Und da frage ich mich echt, so diese ganze Politik-Scheiße und so, ne? Die helfen euch und machen das und machen das besser. Aber im Endeffekt geht man auf die Straße, dann sieht man die. Das stimmt, dann sollten wir mal durch. Ja, ist es so. Und dann schlafen wir unter der Zoobrücke und dann werden wir da vom Ordnungsamt während dieser ganzen Wahlgeschichte hier, SPD, CDU, ne, diese ganze, wurden wir die ganze Zeit da weggeschickt und nur weil wir ja hässlich aussehen. Ja, wo sollen wir hin? Ja, keine Ahnung. So, das kriegt man dann als Antwort vom Ordnungsamt. Das würde hässlich aussehen. Ja, es würde halt scheiße aussehen und wir werden ja gemeldet. Und ich sage, Moment, ich bin Deutsche. Da waren die so geschockt. Ja, sag ich, so sieht das aus und so. Sag ich kehre auch mit dem, habe ich den Besen gezeigt, ich kehre hier auch mit dem Besen und so, ich mache ganz normal sauber und so. Alles super. Also auch im Schlafplatz meinst du? Ja klar, natürlich, definitiv. Also mein Freund sagt immer, wir sind Luxuszelter, ja, weil wir haben halt so ein bisschen so, wir haben eine Matratze, wir haben halt Decken, wir sind ein bisschen ausgestattet, ne? Aber es ist trotzdem scheiße, immer dieses Packen, immer dieses Hoffen, dass das noch im Gebüsch liegt. Unser Zelt zum Beispiel, wir lagern das im Gebüsch. Okay, also packen wir kurz ab. Notunterkünfte funktioniert nicht. Nee. Wohnung kommst du im Moment nicht, weil das Wohnungsamt sagt wahrscheinlich, zeig mir den Vertrag. Ja, genau. Wenn du bekommst, musst du eben erst mit Obdach und Vermerken und Schufa-Auskunft. Genau. Ihr habt euch jetzt entschieden, ihr macht euch unabhängig und übernachtet im Zelt. Wo schlaft ihr? Also im Moment schlafen wir, also die letzte Nacht haben wir auch jetzt noch geschlafen im Zelt. Aber jetzt, es war kalt. Es war sehr kalt, ich weiß nicht wie kalt. Also temperaturmäßig weiß ich nicht, es war sehr kalt.
Aber mit deinem Schlafsack geht es nicht. Mit meinem Schlafsack geht's, ja. Ich habe jetzt einen Militärschlafsack. Damit geht's eigentlich. Mit den Hunden dann auch noch. Das geht. Wir werden nicht erfrieren. Also zumindest bis jetzt nicht. Aber es ist halt auch kein Zustand. Wie ist der Autoverkehr? Scheiße. Nonstop. Also du hörst die ganze Zeit die Autos. Abgase? Auch Abgase, dann gefährlich für die Hunde. Wir sind quasi auf so einem Pizzastück, wo links und rechts die Autos langfahren zur Autobahn. Wenn der mal abgeht, also der läuft, ne, dann ich halt mal mit dieser Horrorszenarien schon aus. Oder wir. Ich bin auch letztens einfach gegangen im Streit. Wir hatten einen kleinen Streit, einen ganz kleinen Streit. Ich wollte einfach nur über diese Wiese, über diese Straße auf die Wiese mit dem Hund und dann geht ein Auto. Und ich habe gerade gesagt, das sei die Straße, das ist einfach gefährlich. Was ist denn da ein Betrunkener mit seinem Auto? Ja, das habe ich letztens auch gesagt. Wenn der da gegen diese Mauer da oder so, diesen Platz. Und darum, wir wollen heute auch auf die andere Seite in den reinpacken, definitiv, weil es ist einfach sicherer. Diese Autos, die nonstop, die hupen uns auch da an und so, dieses Respektlose und schreien darum aus dem Auto und so. Ist auch schon auf dem Weg nach Hause. Ja. Es ist dann auch schon vorgekommen, dass Autos angehalten haben und uns Brötchen gegeben haben und so. Das ist auch schon vorgekommen. Zwei Damen, die total nett waren, die haben uns dann geschmierte Brötchen aus dem Kinderkrankenhaus mitgebracht, weil wir das in der Kinderklinik da gearbeitet haben. Und Klamotten standen schon mal vor uns im Zelt oder so, wenn wir das Zelt stehen gelassen haben. Und sowas passiert auch manchmal. Aber eher so dieses Abwerten. Das Ordnungsamt hast du eben angesprochen. Wie ist da generell der Kontakt? Das Ordnungsamt, also die habe ich auch als eher unmenschlich wahrgenommen. Also so, okay, wir durften dann meistens an dem gleichen Tag dann noch an dem Zeltplatz bleiben, aber wir sollten uns dann schon was Neues tun. Aber mit diesem Auge zu drücken und so. Im Endeffekt, die konnten uns nicht viel weiterhelfen oder uns sagen, wo wir denn gehen könnten, wo wir nicht stören würden. Ja, aber wir haben uns einfach nur diese Brücke, diese Scheißbrücke da ausgesucht, gegen diesen Scheißregen. Ja, was ist das? Nein, sonst wären unsere ganzen Sachen da. So, sonst würden wir auch in der Natur frei auf der Wiese eher zelten. Aber es ist einfach nur eine Witterung. Das braucht einfach irgendwas runter. Ja, es ist so. Und die konnten uns halt auch nichts sagen. Ja, geht dahin, geht dahin, geht dahin. Aber die sind auch eher so, dass sie einen direkt abstempeln. Und wir müssen jetzt, sonst kriegen wir den Platz verweisen. Wir müssen auch schon so Sachen direkt packen, ohne ein Auge zuzudrücken. Und das ist auch schon vorgekommen. Vom Eins müssen wir auch schon komplett packen. Und so tun, als ob wir gehen. Nach 20 Minuten sind wir wiedergekommen. Zelt abbauen, natürlich, einpacken, ja. Aber schon aufbauen. allein diese Schikane, diese Arbeit in der Nacht ist es einfach. Wie kommst du denn damit klar? Ich persönlich bin auch nicht fertig. Also das geht mir so auf die Psyche wieder. Und viel Stress zwischen mir und meinem Freund. Sehr viel Stress, weil das ist echt eine Belastung. Ja, aber nicht beschreiben. Jeden Tag. Nicht mal die Privatsphäre. Das heißt, und immer an so eine Sache. Das macht einen fertig. Schon fertig. Wie sieht dein Tagesablauf aus? Mein Tagesablauf sieht so aus, ich stehe auf, wir packen unsere Sachen. Ja, dann gehen wir meistens in Gulliver zurück. In Gulliver, dann frühstücken wir was. Ja, dann sieht so aus, dass ich, wenn ich dann vom Jobcenter mal eine Sanktion reingehauen bekomme oder mein Geld nicht bekomme, weil die Post Rückläufer waren, weil ich eine neue Postanschrift mir organisiert habe, aber noch vergessen, im Jobcenter das anzugeben, wie diesen Monat. Habe dann kein Geld bekommen. Bis jetzt nicht. Ich warte bis heute auf mein Geld. Und mein Jobcenter-Mitarbeiter weiß aber, dass ich meine Situation beschäftigt bin, dass ich gewillt bin eigentlich. Ich habe das Wochenende eine 1,30 € Job gemacht. Bis letzten Monat. Wo hast du gearbeitet? In Gulliver. Okay, das ist, glaube ich, zeitlich begrenzt. Nee, ich habe dann selber aufgehört, weil es einfach nicht mehr ging. Ich ging halt nicht mehr. Ich habe schon rausgehört. Es ist zwar Gulliver, in dem ist da so, aber es ist was anderes. Es ist was anderes als diese Arbeitszeit, die du einhalten musst. 5 Uhr morgens muss man leider arbeiten. Oder um 6 Uhr muss spätestens arbeiten. Und das ist, wenn du dann nachts manchmal nicht schlafen kannst, oder so, weil die Autos da oder irgendwie Terz war oder. Wie viel ist denn von dem Geld bei dir hingekriegt? Auf 1,30 €. Von den 1,30 € am Ende des Monats um 450 €. Aber und
jetzt habe ich ja kein Geld bekommen, dann muss ich zum Beispiel schnorren gehen. So, dann sieht mein Tagesleben so aus. Egal wie ich dann noch die Umplatte, setze mich hier im Grund und warte, dass nette Menschen mir ein bisschen Geld zu leben. Keine Suchtmittel, sondern weil die meisten rennen danach. Weil, kommt auch daher und sagt, Was glaubst du, warum die Leute das nicht machen? vielleicht ist Angst. Du bist ja nicht bedrohlich. Vielleicht aus Scheu. Ich weiß es nicht. Vielleicht kein Interesse. Weil wenn ich Interesse habe, zu wissen, da kriege ich helfen. Das passiert ja auch oft. Dann frage ich auch, warum kommst du hier? Weil es mich interessiert. Das kriege ich oft zu hören, weil es mich einfach interessiert, warum du hier sitzt. Und die Leute sehen dann auch, oh, wir hatten ein total falsches Bild von euch. Und so. Das sage ich immer. Leider ist das so. Also, und manche denken dann gar nicht, dass ich obdachlos bin, zum Beispiel. Wenn ich dann mal frisch gewaschene Klamotten oder frische neue Klamotten aus der Kleiderkammer habe. Ne? Als die Jacke zum Beispiel neu den ersten Tag anhatte und so, und ich bin in der Stadt, wo keiner hinter mir glaubt, dass ich obdachlos bin oder mich dann ein bisschen zurecht mache mit Duschen gehe. Ich bin zum Beispiel jemand, ich schminke trotzdem noch gerne meine Wimpern ab und so, tue mir ein bisschen Rouge drauf. Ich falle nicht gerne auf als dieser Obdachlos. Tut das gut? Das verstehst du gut? Ja, ich halte mich als Norm. Natürlich tut das gut. Also ich kriege das auch auf die Hören, glaube ich nicht. Das ist gar nicht so. Man muss auch nicht so. Das ist wieder was. Man muss definitiv nicht wie die manchen Menschen hier in der Ecke liegen, besoffen stinken. Man muss nicht stinken, man muss nicht runterkommen. Es gibt die Stellen, wo du dich pflegen kannst, definitiv die Disco-Leute. Auf der anderen Seite ist es die Oase. Du kannst duschen, du kannst essen, du kannst verpflegen, du musst nicht verhungern. Ja? Sowas. Ja, und von daher, ich kann mich pflegen. Ja, dann mache ich das auch. Aber viele wollen das gar nicht mehr. Das ist mein alter Chef aus dem Gulliver. Also auch höhere Obdachlose wollen ja auf der Straße. Willst du gerne auf der Nein. Straße? Nein, absolut nicht. Also ich bin jetzt schon wieder traurig. Ich habe letztens in meinem Zelt noch gelegen und war so traurig und habe diese ganzen Weihnachtskugeln, den Adventskranz und so vor mir gesehen. Und das hat mir echt Tränen in die Augen getrieben, weil ich das halt auch so gerne. Ich schmücke auch gerne meine Wohnung so schön mit Tannenbaum und so. Das ist mir einfach nicht möglich. Das kommt nicht raus. Und da kann man von den Wollen auf gar keinen Fall lesen. Hast du Pläne damit? Hast du Pläne, Ja. Freundeskreis rauszukommen? Hast du Unterstützung? Ja, also mein Plan ist jetzt erstmal vor Weihnachten wahrscheinlich nicht im Zelt verbringen. Wir werden wahrscheinlich Weihnachten zu dem meinem Freund die Oma Haus halten, aber das Dorf halten. Da werden wir wahrscheinlich die mitfahren und dort werde ich erstmal meinen Job tanken und dann neue Pläne. Also dieses Jahr werde ich einfach nicht mehr zu sehr Sachen zu googeln, weil es wäre jetzt unrealistisch, jetzt zur Weihnachtszeit das noch umzusetzen. Also ich glaube, dann lieber mit neuer Energie ins neue Jahr starten. Und fürs neue Jahr habe ich mir definitiv auch noch Ende des Jahres gehalten. Ende des Jahres 2018 habe ich eine Wohnung. Eigene Firma. Ja, definitiv. Nicht Anfang des Jahres, nicht Mitte, ich will schon realistisch sein. Ende des Jahres, also so zum nächsten Weihnachten, meinen eigenen Tannenbaum. Mit eigenen Adventskranz. Ja, in meiner Wohnung. Das ist super. Ja. Und guten Daumen. Danke. Vielen Dank. Danke auch. Super. Which side are you on, boys? Which side?